Okay, so we begin with this the 3R Guru Yoga, by which we are simply relaxing into the unborn space which at all times is available to us. Wir beginnen mit dem Yoga der 3A's, indem wir uns in die ungeborene Weite hinein entspannen, die jederzeit offen ist für uns. So we use the presence of the space in front of us to support our releasing all the blockages that keep us limited. We release these blocks into the space and relax and be present with whatever comes. Wir nutzen den Raum hier vor uns, der sich auftut, um alle Blockaden, alles, was uns irgendwie fesselt oder festhält, in dieser Praxis, in den Raum hinein zu entlassen. Does everybody have a copy of the text? Hat jeder von euch einen Ausdruck von dem Text? If you need a text, you can get them, I think. Falls ihr noch welche braucht, davon. Aber eigentlich bist du mit dem Thema hier auch richtig. Genau. Ja, dann nehme ich ihn gleich mit. Der will hier rein oder in die Verein? Der Mann ist hier. There are parallel courses. Syrian Project is holding a course in dealing with emotions in the other room. And here's another guy who wants to see the man. And not the lady. So it's you. Very good. So, we have been making some progress in this text, but if you've just arrived, don't worry, because this text is a spiral. It goes round and round and round, so we will revisit similar territory. Also für diejenigen, die gekommen sind, wir sind hier im Text ein Stückchen vorangekommen. Wenn ihr gerade jetzt erst zum ersten Mal hier seid, macht euch keine Sorgen, weil dieser Text wirklich spiralförmig das Thema aufarbeitet und wir also an allen Plätzen immer wieder vorbeikommen. So we're on page 174 in the English version, at the beginning of paragraph 2. Und auf Deutsch sind wir auf der Seite 224 in eurem kleinen Pamphlet und wir sind jetzt am Anfang Teil 2. And he said, and this is Saraha, this great Indian yogi, he says, when you practice the unchanging mind, you will enter the awakening that I, the hermit, have.
just before section 2. Just before section 2. I'm sorry, I'm sorry. Vor 2, ach, guckt an. Die sind auch gar nicht bei 2, alles klar. Okay, Farming. Also, dann geht es hier weiter, Seite 224 in der Mitte. Wenn du den unveränderlichen Geist zu deiner Praxis machst, wirst du Zugang zu der Verwirklichung finden, die ich, der Einsiedler, habe. Das ist halt, wie gesagt, ein Text des großen indischen Yogi Saraha. Now, when you have the same awakening, it doesn't mean that you become some kind of clone of the Buddha or you're homogenized into one state. It means that the ground of everything which manifests is emptiness or the ever open freedom of the mind. Wenn man in diesem Pfad der Erleuchtung sich begibt, dann wird man nicht zu einem Buddha-Klon oder in irgendeiner Form da hinein gleichgemacht, sondern es eröffnet sich für einen die Einsicht in die Offenheit des Urgrundes mit seiner Leerheit und der völligen offenen Freiheit des Geistes. So in the traditional Buddhist language, when you awaken to how your mind actually is, this is the Dharmakaya, and the Dharmakaya is the same for all beings. In der buddhistischen Sprache, wenn man dahin erwacht zu dem Zustand, wie die Dinge wirklich sind, dann ist das der Dharmakaya, so nennt man das, und das ist für alle Wesen gleich. But how the energy manifests from this comes in millions and millions of different ways. Wie die Energie sich allerdings von dort aus manifestiert, oder darin manifestiert, das nimmt Millionen und Abermillionen Gestalten an oder Arten an. Because our potential to manifest in responsiveness with compassion into the world is restricted by the ego formation where we self-confirm all the time. I am me, I am like this. Aber unsere Fähigkeit, uns zu manifestieren, wird durch das Gefüge des Egos stark eingeschränkt, durch diese Vorstellung davon, ich bin ich und so bin ich, und darum wird unsere Art und Weise oder unsere Möglichkeiten, zum Beispiel Mitgefühl zu manifestieren, sind eingeschränkt. Which means that we have an agenda. Das bedeutet, wir haben einen Plan. My agenda is to maintain my sense of self. Ich habe den Plan, das Gefühl für mich selber, das Empfinden für mich selber aufrechtzuerhalten. To try to ensure I get the things I like and I don't get the things I don't like. Und sicherzustellen, dass ich das bekomme, was mir gefällt, und das, was ich nicht mag, nicht bekomme. But as we move into the meditation and we start to see that these self-formations are all dynamic, that they are arising and passing, then what are we going to cling on to? Und je mehr wir in die Meditation hineingehen, desto mehr merken wir, dass diese Erscheinungen dynamisch und selbstdynamisch sind. Und die Frage sich dann stellt, woran sollten wir uns denn daran festhalten? And then we encounter this great mystery that we can't find our mind as something. Und dann begegnen wir diesem großen Mysterium, dass wir unseren Geist als etwas nicht finden können, nicht entdecken können. The mind is present, but it is the presence of nothing. Der Geist ist gegenwärtig, anwesend, aber es ist die Gegenwart von nichts. At first this can be a bit agitating because we are used to holding on to ourselves. Am Anfang kann das aufregend sein oder erregend oder beunruhigend, weil wir daran gewöhnt sind, an etwas festzuhalten. But the more we relax, the more we see that ease, relaxation, openness, this just is. Und je mehr wir uns entspannen, bemerken wir aber, dass diese Leichtigkeit, diese Entspannung, diese Offenheit einfach da ist. And anxiety, agitation, arousal, construction, this is artificial. Und dass Anspannung und Erregung, Befürchtungen und Konstruktionen künstlich sind. No, we don't need to do this artificial activity. Diese künstlichen Handlungen müssen wir nicht ausführen.
And the more we release from the artificial, the more space there is, and then we can respond to situations as they arise. Je mehr Künstliches wir loslassen, entsteht umso mehr Raum dafür, dass spontan die Dinge in Erscheinung treten können, wie sie sind. Good. So, oh, more. So, when we awaken, what it means is when you awaken to the fact that you are not who you think you are. Wenn wir erwachen, meinen wir damit, dass wir uns dieser Tatsache plötzlich gewahr werden, dass wir nicht die sind, für die wir uns halten. That the self is a construct. Und dass das Selbst eine Konstruktion ist. When you stop constructing it, Wenn man aufhört, das zu bauen, it dissolves more and more, becomes more and more loose textured, and then you start to see the spaciousness from which you are emerging. löst es sich mehr und mehr auf, die ganze Textur, das Gefüge verändert sich und wir erkennen diese offene Weite, die das ist. So you're awakening to how it is because you're putting less and less energy into inventing who you think you are. Wir erwachen also zu dem, was wir wirklich sind, dadurch, dass wir weniger Energie da reinstecken, immer wieder zu erfinden, wer wir sind. So awakening is not the result of an activity, Erwachen ist also nicht das Endprodukt einer Aktivität, but it is the freedom which is revealed when you stop making unnecessary activity. sondern die Freiheit, die sich offenbart, sobald man aufhört, unnötige Handlungen auszuführen. If awakening was produced by causes and conditions, Wäre Erwachen abhängig von oder entstünde sie durch Ursachen und Bedingungen, it would be a transient phenomenon. wäre das ein vergängliches Phänomen. Because everything in our ordinary life arises due to causes and conditions. Weil in unserem gewöhnlichen Leben alles aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht. And we know that in our life all the different component parts are impermanent. Und wir wissen, dass in unserem Leben all die Anteile, aus denen das Leben zusammengesetzt ist, vergänglich sind. Whether it's the food you have in your fridge or the kind of colleagues you have at work, through time it changes. Egal, ob es die Lebensmittel in unserem Kühlschrank sind oder die Art von Kollegen, die wir bei der Arbeit haben, mit der Zeit verändert sich das. All of these situations arise from the meeting together of certain causal factors. All diese Situationen kommen zustande aufgrund dessen, dass bestimmte ursächliche Faktoren aufeinandertreffen. Which result in a particular staff group or a particular amount of cabbage in your fridge. Die dann halt zur Folge haben, dass eine bestimmte Arbeitsgruppe entsteht oder eine bestimmte Menge Kohl sich im Kühlschrank befindet. And then after a while it changes. Und nach einer Zeit verändert sich das. And something else has to go on. Und irgendwas anderes passiert. And because the ego is a construct, it's constantly involved in generating new forms of identity. Und weil das Ego gebaut ist, ist es ständig damit befasst, neue Formen von Identität herzustellen. But the mind itself is uncompounded. Während hingegen der Geist unzusammengesetzt ist It's not a thing. und kein Ding ist. So this is the meaning of awakening. Das ist die Bedeutung von Erwachen. So then he says, the milk of a snow lion cannot be held in a poor quality pot. Hier steht dann, die Milch eines Schneelöwen kann nicht in einem Topf von schlechter Qualität aufbewahrt werden. Tibetans have the idea that these snow lions which roam around on the high snow mountains, they have a milk which is very, very powerful because the little baby snow lions have to survive in difficult conditions. Die Tibeter haben die Vorstellung, dass bei den Schneeleoparden die Milch ganz besondere Qualität haben muss, mit denen die Mütter ihre Babys füttern, weil diese Babys halt unter enorm
harten Bedingungen überleben müssen. And if you put it into a clay pot, the clay pot will break. So you have to have a gold container. Wenn man diese Milch dann also in einen Tontopf aufhebt, dann ist das möglich, dass der Tontopf zerbricht. Deswegen braucht man ein goldenes Gefäß. You may have noticed that often Tibetan necklaces have small, usually never round, small irregular pearls in them. Es ist vielleicht schon aufgefallen, dass tibetische Ketten gewöhnlich so kleine, unregelmäßig geformte Perlen mit aufgezogen haben. These are river pearls. Das sind Flussperlen. And they believe that when the mother snow lion is feeding her baby, some little drops go out, and when it hits the water, it turns into pearls. Weil sie die Vorstellung haben, dass wenn eine Schneeleopardenmutter ihre Kinder füttert, kleine Tropfen wegspritzen und sobald die ins Wasser fallen, zu diesen kleinen Perlen werden. This is a much better explanation than conflicting tectonic plates and the rising of the Himalayas. Irgendwie ist das eine viel bessere Erklärung als die Gesetze der Tektonik des sich anhebenden Himalaya-Gebirges. When the lion roars in the forest, all the small deer are afraid, but the lion cubs are happy and go running to their mother. Wenn der Löwe im Wald brüllt, fürchten sich alle kleineren Tiere, doch die Löwenjungen sind glücklich und laufen zu ihrer Mutter. Oh, that is obvious. If you recognize that this beast is on your side, that you are a lion and your mother is a lion, then her roar is not frightening but friendly. Das ist natürlich ganz offensichtlich und völlig klar, erklärt sich von selbst, dass wenn man zu diesem Tier, was da brüllt, sich zugehörig fühlt, man selbst ist ein Schneeleopard, die Mutter auch, dann freut man sich natürlich, wenn dieses Geräusch ertönt und rennt dahin. So then he says, similarly, when the great satisfaction that is unborn from the very beginning is taught, stupid people who harbor wrong ideas become afraid, but fortunate ones become very happy, and the hairs on their bodies vibrate. Dann geht es hier also entsprechend weiter. Ebenso ängstigen sich, wenn die große Zufriedenheit, die seit jeher ungeboren ist, gelehrt wird, verblendete Menschen, die die falschen Vorstellungen hegen. Doch vom Glück gesegnete Menschen empfinden große Freude, sodass sich die Haare auf ihrem Körper aufstellen. Again, with this word stupid, he's not meaning this in an insulting sense. He's meaning when your mind is covered with dullness. Und dumm ist hier nicht als eine Beleidigung gemeint, sondern es zeigt einfach nur an, dass unser Geist umnachtet ist. Then it's difficult to be in the light. Und dass es dann schwer ist, im Licht zu sein. If you have a siesta when you go on holiday in Greece and you're lying in a dark room and then you go out on the veranda, the light is very bright. Wenn man zum Beispiel in Griechenland in Urlaub ist und man macht einen Mittagsschlaf und hat den Raum dunkel gemacht und kommt dann plötzlich in die strahlende Sonne auf die Veranda, das blendet ungeheuer. So similarly, if you live inside the construct of your thoughts and you think, I'm not doing very well, I have a lot of problems and sometimes I get depressed and the Buddhas, they're not at all like me. Und so geht es uns, wenn wir gefangen sind in unseren Gedankenkonstrukten, wo wir das Gefühl haben, unsere Gedanken sind das, was die Wahrheit ist und wir manchmal auch deprimiert werden regelrecht und denken, Mann, die Buddhas sind total anders als ich. And then somebody says, oh, from the very beginning you have a Buddha nature, this is your own mind. Und dann sagt uns jemand, nein, von Anfang an hast du die Buddha-Natur, das ist dein eigener Geist. Maybe, but first I have to do some Vajrasattva purification. Vielleicht, aber zunächst muss ich mal ein bisschen Reinigungsübungen machen mit Vajrasattva. Because I'm very small and limited. Weil ich so klein und eingeschränkt, begrenzt bin. And the reason he says these people are stupid Und der Grund eben ist das, dass er sagt, die Leute sind dumm. is because I am small and limited is a thought. Weil ja, ich bin klein und eingeschränkt ein Gedanke ist. Where do thoughts come from? Woher kommen denn die Gedanken? They come from the mind. Aus dem Geist. The mind is empty. Der Geist ist leer. The empty mind gives rise to an empty thought. Der leere Geist gebiert einen leeren Gedanken. So you sit in a practice and the thought arises, I can't meditate. Man
sitzt zum Beispiel in der Praxis und denkt dann, ich kann nicht meditieren. If you just continue sitting, the thought, I can't meditate, goes away, and there you are meditating. Wenn man dann einfach sitzen bleibt, dann geht dieser Gedanke, ich kann nicht meditieren, einfach vorbei und man meditiert. But if you believe the thought, I can't meditate, then more thoughts come. Wenn man diesem Gedanken aber Glauben schenkt, dann stellen sich mehr Gedanken ein. I'm the only person here who can't meditate. bin Everyone der- else is meditating. Ich bin der Einzige, der hier nicht meditieren kann. Alle anderen können es. Whatever particular pattern of delusion you live in, you can elaborate many different kinds of thoughts. Je nachdem, in welchen Täuschungsmustern wir leben, können wir ganz viele tolle Gedanken entwickeln und ausschmücken. So this is the meaning of stupidity. It means I trust that my thoughts tell me the truth. Das ist die Bedeutung von Dummheit. Ich vertraue da rein, dass meine Gedanken die Wahrheit offenbaren. And what he was describing in the part we looked at yesterday is that the mind cannot be caught by a thought. Und in dem Teil, den wir gestern hatten, hat er aber beschrieben, dass der Geist durch Gedanken nicht erfasst werden kann. Thoughts catch thoughts. Gedanken erfassen Gedanken. So when you get caught up in a series of thoughts, whether it's blaming yourself or praising yourself, Wenn man sich also in so Gedankensträngen verhängt, egal ob es ist, dass man sich im Selbstlob verfängt oder sich beschuldigt, reliance on these thoughts will not bring you to awakening. sich auf diese Gedanken zu verlassen, wird nicht zum Erwachen führen. There's nothing wrong with the thoughts. Mit diesen Gedanken ist nichts falsch. If instead of merging into the thought and believing it, Statt in diese Gedanken hineinzutauchen und ihnen zu glauben, you stay relaxed and observe the thought, bleibt man entspannt und betrachtet die Gedanken. whatever the semantic content or feeling tone of the thought is, it vanishes. Egal, was da der semantische Kontext, das Empfinden innerhalb dieser Gedanken ist, es verschwindet, der Gedanke, It's gone. und ist weg. The thing which could catch you and bind you and limit you is just like a fine cloud dissolving in the sky. Das, was uns eingefangen hat, festgehalten hat, uns eingeengt hat, ist einfach nur wie eine ganz feine, gespinstige Wolke im Himmel. The dangerous energy of the thought is our own attachment, in which we bind ourselves to something which has no inherent self-nature. Eine gefährliche Energie bei solchen der Gedanken liegt darin, dass wir uns an etwas selbst, an etwas binden, an etwas ketten, was überhaupt keine inhärente eigene Existenz hat. So, I believe in the thought. Ich glaube an den Gedanken. What does that mean? Was bedeutet das? It feels true. Das fühlt sich richtig an. I'm a limited person. Ich bin eingeschränkt, Because we spent our life comparing and contrasting. weil wir unser Leben mit Vergleichen und Gegenüberstellungen verbringen. Maybe when you were young you had siblings and they did better at school or were better at swimming or football. Als man jung war, hatte man vielleicht Geschwister, die in der Schule besser waren, besser schwimmen konnten oder besser Fußball spielen. They are better than me. Die sind besser als ich. So we get used to being in some kind of system of judgment and evaluation. So haben wir uns wirklich daran gewöhnt, uns in einem System von Bewertung und Beurteilung zu bewegen. That is to say, firstly, I exist. Also ich existiere I'm existing as an entity, as a thing. als Wesen, als Einheit, als Ding, I'm a thing defined by particular qualities. bestimmt durch bestimmte Qualitäten. And these qualities show me something essential about myself. Und diese Qualitäten sagen mir etwas ganz Essentielles über mein Selbst, mein Ich. So maybe you find you're not very good at football. Vielleicht ist man zum Beispiel nicht besonders gut im Fußballspielen. A defining feature of my life is I can't play football. Es ist ein bestimmtes Element meines Lebens, dass ich nicht Fußball spielen kann. And if this means you get excluded in school and can't play with the kids that you want to play with, this becomes very defining of who you are. Und das wird wirklich sehr bestimmt dafür, wer man ist, wenn das dazu führt, dass man in der Schule zum Beispiel nicht mit den Kindern spielen kann, mit denen man spielen möchte.
So in that way, a performativity, a series of linked actions, becomes a signifier indicating a true essential limitation. Das heißt, diese Art von Aufführung von bestimmten Handlungen, die sich immer wieder zeigen, die werden ein Marker dafür, wer wir sind. So this is how we become stupid. Und wie beschränkt wir sind. Und das ist die Art und Weise, wie wir verdummen. Whether you can play football or not, in the long run, doesn't really matter. Auf lange Sicht gesehen bedeutet das eigentlich nichts, ob man nun Fußball spielen kann oder nicht. The fault is not that you can't play football. Das Problem liegt nicht darin, dass man kein Fußball spielen kann. The fault is that you believe you are a small, limited thing. Sondern die Schwierigkeit liegt da, dass man daran glaubt, dass man klein und eingeschränkt ist. Yesterday we were looking and he's saying that this true presence of the mind, your mind, is inexpressible. Gestern haben wir wieder angeschaut, mal wie die wahre Präsenz des Geistes schlicht nicht auszudrücken ist. So whether you say, I can't play football, or I know how to play the guitar, Ob man also sagt, ich kann nicht Fußball spielen, oder ich kann Gitarre spielen, you're saying, my situation, my being is expressible, definable. damit sagt man oder drückt man aus, mein Sein, meine Seinsweise, das ist beschreibbar, das ist ausdrückbar. But whatever can be expressed is always situated. Was ausgedrückt werden kann, ist aber immer situationsbedingt. I can play the guitar, Ich kann Gitarre spielen. but now I have arthritis, my fingers don't do very well. Jetzt habe ich aber Arthritis und meine Finger funktionieren nicht mehr so gut. I can play football, Ich kann Fußball spielen. but now I weigh 150 kilos, I'm not so quick. Jetzt wiege ich 150 Kilo und bin nicht mehr so schnell. Because all of these qualities, which seem to be essential and definitional, are contingent. They arise due to causes and conditions. All diese Qualitäten, die so essentiell zu sein scheinen, sind tatsächlich prozessabhängig. Und das heißt, sie entstehen und sie vergehen. So as long as we hang on to some fixed definition of ourselves, we are like the small deer in the forest. Solange wir also eine fixe Vorstellung von unserer Identität haben, sind wir wie diese kleinen Tiere im Wald. Buddha says your mind is open and unborn like the sky. Buddha sagt, dein Geist ist offen und ungeboren wie der Himmel. Pray, oh, in my future life may I be able to understand what the Buddha says. Dann beten wir, möge ich in meinem zukünftigen Leben dazu in der Lage sein, die Worte des Buddha zu verstehen. Deer or lion? Kleines Wild oder Leopard. Oh, but I am a deer Ich bin aber ein kleines Reh, because I get afraid and I get depressed and I don't know what to do with my life. weil ich mich fürchte, weil ich depressiv werde, weil ich keine Ahnung habe, was ich mit meinem Leben anfangen soll. This is how you become a deer. So wird man zu einem Wild, zu einem Reh. But I get afraid. This is an empty thought. I get depressed. This is an empty mood. Ich fürchte mich, ist ein leerer Gedanke. Ich bin deprimiert, ist eine leere Stimmung. The instructional meditation is always the same. If you're anxious, sit with the anxiety. Die Meditationsanweisungen sagen immer das Gleiche. Wenn du angespannt bist oder dich fürchtest, dann sitz mit dieser Anspannung oder Furcht. Don't try to push it away. Versuch nicht, sie wegzuschieben. Don't merge into it as if it was automatically true. Verschmilz nicht mit ihr, als wäre es automatisch die Wahrheit. But just stay open with the anxiety. Allow the anxiety to fill you and move through you, and so you can be with it. What is this anxiety? Stattdessen lass diese Anspannung, diese Furcht präsent sein in dir, gestattet, dass sie dich erfüllt, sich durch dich bewegt und sei gegenwärtig damit. If you do this with the anxiety, with the fear, with the depression, with the ambition, Wenn man das mit Anspannung tut, mit Furcht, mit Depression, mit Ehrgeiz, then by the non-effort of non-involvement, you will be transformed from a deer into a lion.
Dadurch, dass man sich nicht bemüht und sich nicht verstrickt, findet die Transformation statt. Von einem Reh hin zu einem Schneeleopard. So, now we go on to section 2. In this second section, the 3 aspects of the path of Mahamudra will be dealt with. Jetzt gehen wir weiter zu Teil 2. Hier steht, die 3 Aspekte des Mahamudra-Pfades sind eben das, wie es hier steht im nun folgenden zweiten Teil, sind die 3 Aspekte des Mahamudra-Pfades behandelt. So the first of this, section A, is clearly deciding on the basis of the view. Teil A hier ist sich auf Grundlage der Sicht klar entscheiden. This has 3 parts. Und das umfasst 3 Aspekte. So we have to remember that although Saraha was a great yogi, he had been a great scholar before. So when he writes, it's very clearly structured. Und obwohl Saraha ein großer Yogi ist, müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass er natürlich ein großartiger Gelehrter war davor. Und deswegen sind seine Aufzeichnungen immer äußerst klar strukturiert. So firstly, the nature of the view will be shown. Toll. Die Natur der Sicht heißt es hier auf Deutsch. Also die Natur der Sicht wird aufgezeigt zuerst. So the view here always indicates that if you look in this way, certain features will be revealed to you. Sichtweise bedeutet, dass wenn man in einer bestimmten Art und Weise die Dinge betrachtet, dass sich ebenso bestimmte Details einem offenbaren. The emptiness of the mind means that it's not predetermined. Die Leerheit des Geistes bedeutet, dass er nicht vorgefasst ist. The emptiness and openness of the mind is an infinite potential. Offenheit und Leerheit des Geistes sind ein endloses Potenzial. And this potential is revealed in moment by moment according to your own mode of participation. Und gemäß unserer eigenen Art daran teilzuhaben, eröffnet sich oder offenbart sich uns dieser Inhalt jeden Moment wieder. This is why they say it's like a wish-fulfilling gem. Darum sagt man darüber, dass es ein wunscherfüllendes Juwel sei. If you believe in a world of truly real self-existing entities, that's what you will encounter. Wenn man an eine Welt erfüllt von wahrhaft existenten Wesenheiten und Einheiten glaubt, dann begegnet einem das auch so. If you adopt the view that everything is illusory, like a mirage or a rainbow, and you stay with that view, gradually you see, indeed, it is like this. Wenn man eine Sichtweise annimmt, dass alles wie eine Luftspiegelung ist, wie ein Regenbogen ist, dann wird alles, was man erkennt oder sieht, in dieser Weise sich einem darstellen. So we need to be very clear about this. From the Buddhist point of view, there is no pre-existing objective reality. Es ist wichtig, dass wir uns darüber klar sind, dass es aus buddhistischer Sicht keine ursprünglich existente Objektivität gibt. But subject and object arise together. Sondern Subjekt und Objekt gemeinsam entstehen. Due to karma, you find yourself born in a particular family, in a particular culture and period in history. Aufgrund unseres Karmas werden wir in einer bestimmten Familie, innerhalb einer bestimmten Kultur, innerhalb einer bestimmten Phase der Geschichte geboren. And arising within you, you find tendencies and attitudes and interests. In uns zeigen sich Gewohnheiten, Haltungen, Interessen. The interplay of these two gives rise to different opinions. Und dieses Spiel dieser beiden lässt bestimmte Haltungen oder Meinungen entstehen. So for some people, the arrival of many refugees in Germany is like the arrival of yeast. Auf Yeast. Für viele Leute ist diese Ankunft so vieler Flüchtlinge in Deutschland, als würde Hefe hierher kommen. When you add yeast into the dough, then it lightens it up. So instead of traditional German dumplings, you have some light, fluffy bread. Wenn man dem Brotteig Hefe hinzufügt, dann lockert die Hefe den Teig. Und statt also traditionelle deutsche Brötchen sozusagen, kriegt man irgendwie einen ganz fluffigen Teig. And for other people, the arrival of many refugees is the end of traditional German culture.
Und für manche Leute stellt das schlicht das Ende der deutschen Kultur dar. So these are opinions which are generated by how you perceive what is going on. Das sind Meinungen, die uns, die das spiegeln, wie wir das einschätzen, was hier vorgeht oder wie wir das wahrnehmen. The world manifests according to our participation. In der Art und Weise, wie wir uns in die Welt einbringen, manifestiert sie sich für uns. Which is why in the Buddhist traditions they spend a lot of time looking at the view. Darum ist es so, dass in der buddhistischen Tradition viel Zeit darauf verwendet wird, Sichtweise zu betrachten. And in particular, as we touched on yesterday, the difference between pure vision and karmic vision. Spezifisch auch das, worüber wir gestern gesprochen haben, diesen Unterschied zwischen reiner Vision oder reiner Wahrnehmung und karmischer Wahrnehmung. When we look with a karmic vision, then all our tendencies and ways these have ripened according to our cultural situation, these become the spectacles or the prism through which we see what is occurring. In Bezug auf unsere karmische Sichtweise werden all diese Tendenzen und alles, was da ausreift an Karma, für uns zu einer Art Brille, durch die wir die Geschehnisse wahrnehmen. In pure vision indicates there is an absence of obscuration. Reine Wahrnehmung, dieser Begriff deutet an, dass es dort keine Hindernisse und keine Verdunklung, keine Verschleierung gibt. The cataracts of assumption and judgment are removed. Diese Ströme von Annahmen und Vorstellungen sind beseitigt. And we see the world as it is. Und dann sehen wir die Welt, wie sie ist. As it is, it's not anything. So wie es ist, nichts. It's not there before you see it. Sie ist nicht da, bevor man sie sieht. This is why it's very, very important to have dignity and not insult yourself. Darum ist es so wichtig, sich Würde zuzugestehen und sich nicht zu beleidigen. Maybe in your history you have done some bad things or been in very bad places. Es kann sein, dass wir in unserem Leben schlimme Dinge getan haben, uns an sehr schlimmen Orten aufgehalten haben. But this kind of conditioning leads to a diminished openness to how things are. Diese Konditionierung führt aber dazu, dass unsere Offenheit sich dem gegenüber, wie die Dinge sind, wirklich einschränkt. So dignity means to be relaxed and open. Würde bedeutet entspannt und offen zu sein. It's not like pride, it's not about claiming some superior situation. Es ist nicht wie Stolz, wo man etwas Höheres für sich in Anspruch nimmt. Dignity is just allowing yourself to be present. Sondern Würde bedeutet, dass man sich gestattet, gegenwärtig zu sein. I'm here. Ich bin da. Here I am. Hier bin ich. So I look around to see where I am. Ich schaue mich um zu sehen, wo ich bin. And I want to see what is here. Und ich möchte gerne sehen, was hier ist. So yesterday we spent a lot of time looking at the danger of projecting our interpretation onto what we see, rather than just receiving it as it is. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass es gefährlich ist, einfach auf die Dinge, die wir sehen, alles Mögliche drauf zu projizieren, statt einfach zu sehen, wie sie sind. So the view in Mahamudra and in Dzogchen is to allow the emergence without interference. Die Sichtweise oder die Haltung in Mahamudra und Dzogchen ist zu gestatten, dass die Dinge auftauchen, ohne dass wir eingreifen. So the texts again and again say, don't do anything artificial. Darum wird in den Texten immer wieder gesagt, mach nichts Künstliches. Artificial means adding unnecessary ingredients. Und das bedeutet, unnötige Zutaten da hinein zu tun. It's like the mind is raw and fresh. Der Geist ist roh und frisch. It's like crunching on celery. Es ist, als ob man so auf Sellerie kauen würde, also Stangensellerie, der knackt. You get a wonderful sound and your teeth feel alive. Man hat einen tollen Klang und die Zähne fühlen sich lebendig an. Because it's just here. Es ist einfach da. But when you overcook things, then the taste is not immediately clear. You're trying to think, what is in this soup? Wenn man Dinge aber zu lange kocht, dann entfaltet sich der Geschmack nicht so besonders eindeutig. Man denkt, was ist in dieser Suppe drin? So the view we want is simplicity and openness
and free of unnecessary activity. Unsere Sichtweise möchten wir schlicht, offen und frei von unnötigem Beiwerk. So it says, wonderful. Darum, Look at yourself with an unwavering mind. darum heißt es hier wunderbar, betrachte dich selbst mit unbewegtem Geist. If you yourself awaken to your own true nature, the wavering mind will also arise as Mahamudra. Wenn du deine eigene wahre Natur erkennst, erscheint auch der bewegte Geist als Mahamudra. So, yesterday we looked at the problematics of translation with this kind of description. Wir haben gestern über die Probleme gesprochen, die Übersetzung macht bei solchen Beschreibungen. When he says look at yourself, he doesn't mean look at yourself as if you are a thing. Wenn hier also er sagt, betrachte dich, dann sagt er nicht, betrachte dich in der Weise, als seist du eine Sache, It means allow yourself to become visible to yourself. sondern er sagt, gestatte dir, für dich selbst sichtbar zu werden. Just as if you look at a flower, you can allow the flower to reveal itself, or you can tell the flower about itself. So wie wenn man eine Blume anschaut, man entweder gestatten kann, dass die Blume sich einem offenbart, so wie sie ist, oder wir der Blume sagen, was sie ist. So if you look at yourself through the medium of interpretation, Wenn man sich selbst durch das Medium Interpretation betrachtet, then you will get this occluded, this veiled, opaque formation. dann bekommt man diese schleierhafte, undurchsichtige Gefüge. So he says, look with an unwavering mind. Und er sagt aber, betrachte das mit unbewegtem oder unabweichendem Geist. So we have to understand what this means. Wir müssen also begreifen, was das bedeutet. Normally we think wavering means you get distracted. Gewöhnlich denken wir, dass abweichend zu sein Ablenkung bedeutet. But in terms of meditation, any kind of mental positioning is already a wavering. In Meditation aber bedeutet jede Art geistiger Stellungnahme schon eine Abweichung. There's already a bias. Da gibt es schon eine Voreingenommenheit. So we are used to looking at everything we encounter in terms of what we see as a thing, and it has qualities, and we want to describe the qualities. Alles, was wir sehen, betrachten wir hinsichtlich dessen, dass wir es für eine Sache halten und die Qualitäten erkennen wollen, die zu dieser Sache gehören und diese Qualitäten beschreibbar sein sollen. This is the activity of the wavering mind. Das ist die Aktivität des abweichenden Geistes. It is our mental activity of joining the dots and making patterns and interpreting. Das ist unsere geistige Aktivität des Zusammenfügens von diesen Punkten, die sich uns offenbaren und daraus Muster zu entwickeln. So what he's saying here is offer open hospitality to your own current presence. Hier sagt er aber, biete offene Gastfreundschaft zu deiner gegenwärtigen Art präsent zu sein oder zu erscheinen. Don't be busy about something else. Beschäftige dich nicht mit irgendwas anderem. Don't engage in interpretation or narrative production about what is occurring. Streng dich nicht an, um irgendwas zu interpretieren oder Geschichten über das zu erfinden, was in Erscheinung tritt. We just sit in a relaxed, open way with our mind. Wir sitzen einfach entspannt und offen mit unserem Geist. Our mind is always here. Unser Geist ist immer da. We wouldn't have any experience without our mind. Ohne unseren Geist hätten wir keine Erlebnisse. The mind is us. It is the basis of our existence. Der Geist ist wir, die Grundlage unserer Existenz. We read that the mind is empty, Wir lesen, dass der Geist leer ist, but we find that our mind is always full. aber sehen die ganze Zeit, dass unser Geist immer voll ist. This is difficult to understand when you imagine that full and empty are polarities. Das ist ganz schwer sich vorzustellen, solange man das Gefühl hat, voll und leer wären Gegensätze. I have to empty out my mind in order to find the emptiness of my mind. Ich muss meinen Geist ausleeren, damit ich die Leerheit meines Geistes sehe. This is a very big mistake for meditators, Für Meditierende ist das eine große Fehlerquelle. because
To live in samsara is to be in a small boat in the big ocean. In Samsara zu leben bedeutet, in einem ganz kleinen Boot auf einem riesen Ozean unterwegs zu sein. There is a hole in the bottom of your boat. Und in diesem Boot ist auch noch ein Loch. And you have a very small cup. Eine sehr kleine Tasse. So all day long you're trying to empty out the water. Den ganzen Tag versucht man das Wasser rauszuschippen. But it's a very big ocean. Aber es ist so ein riesiger Ozean. Well, this is how we spend our life, bailing out and bailing out. So verbringen wir unser Leben, immer das Wasser aus dem Boot zu schippen. And no matter how hard we try, the mind is filling with stuff. Und egal wie doll wir uns anstrengen, füllt sich der Geist trotzdem immer zu mit Zeug. This is called ignorance. Und das nennen wir Unwissen. It means we haven't seen how the mind actually is. Das bedeutet, dass wir nicht sehen, nicht erkannt haben, wie der Geist wirklich ist. We can experience the world as our enemy. Und so können wir die Welt als feindlich erleben. You walk down the street and there's cars screeching and people looking at their phones and getting in the way and so on. Wenn wir auf der Straße unterwegs sind, dann quietschen Autos, die Leute gucken ständig auf ihre Handys und stehen im Weg. Why is everyone so annoying? Warum ist jeder so nervig? Why don't they know how to live in the right way? Warum wissen sie nicht, wie man vernünftig lebt? In this way we become persecuted by our own interpretation. Auf diese Art und Weise werden wir Opfer unserer eigenen Interpretation. The emptiness of the mind is inseparable from the fullness of the mind. Die Leerheit des Geistes ist von der Fülle des Geistes nicht zu trennen. And it's very useful again and again to read the Heart Sutra, and now there are many commentaries on the Heart Sutra, and if you really penetrate this, you get a lot of space in your life. Darum ist es so nützlich, immer wieder die Herzsutra zu lesen, sich damit zu beschäftigen. Heutzutage gibt es viele Kommentare auch zu der Herzsutra. Und wenn man sich in tiefgründiger Weise damit Beschäftigung gönnt, schafft man wirklich Raum für sich in seinem Leben. When you go to the cinema, Wenn man ins Kino geht, background screen is white, ist dann die Leinwand weiß, is empty. leer. The empty space of the screen is then filled with illusory characters who do not exist. Dieser leere Raum, dieser Leinwand füllt sich dann mit illusionären Charakteren, die gar nicht existieren. Yet it is as if they exist because you believe they exist. Aber es scheint, als existierten sie, weil wir es glauben. And so the screen becomes full. Und dadurch füllt sich diese Leinwand It's full of illusion. voller Illusionen. If you believe in the illusion, you have the pleasurable delusion of watching a movie. Wenn man an die Illusion glaubt, hat man diese unheimlich angenehme Täuschung, während man einen Film betrachtet. You can switch off the movie, Man kann ihn natürlich ausschalten then you just have a plain screen. und dann hat man einfach nur die einfache Leinwand. So the middle way is not just a plain screen, but not being tossed around inside the story of the movie. Das heißt, der mittlere Weg besteht nicht darin, eine blanke Leinwand zu haben, sondern von den Dingen, die in diesem Film geschehen, sich nicht hin und her geschmissen zu werden. Form and emptiness. Form Emptiness und and form. Leerheit und Form. So, when it says, look at yourself with an unwavering mind, means allow yourself to be revealed to yourself. Wenn er sagt, betrachte dich selbst mit unbewegtem Geist, dann sagt er, damit gestatte dir selbst, dich dir selbst zu offenbaren. Means don't come to a conclusion. Das bedeutet, zieh keine Schlussfolgerung. When a thought arises that seems to represent some essential truth about yourself, Sobald ein Gedanke erscheint, der irgendwie eine essentielle Wahrheit von uns darzustellen scheint, just be with it. verweilen wir mit diesem Gedanken. Neither believing and merging, nor rejecting and discarding. Glauben nicht daran und vermischen uns nicht mit ihm, aber wir weisen ihn auch nicht zurück oder sagen, das ist was Ungutes. And in that way, you will be revealed to yourself. Auf diese Weise offenbaren wir uns selbst. It says, if you yourself awaken to your own true nature, the wavering mind will also arise as Mahamudra. Wenn du
deine eigene wahre Natur erkennst, erscheint auch der bewegte Geist als Mahamudra. The less you invest in the thoughts, you see that they are self-liberating. They're ceaselessly dissolving. Je weniger man in Gedanken investiert, sieht man, dass sie sich selbst befreien. So the mind is like the empty sky. So ist der Geist wie der leere Himmel. The wind blows, the clouds move, the rainbows arise. Wind weht, Wolken bewegen sich, es entstehen Regenbogen. There is movement, Bewegung ist da. but now we see there is movement in space. Wir sehen, dass es Bewegung in der Weite ist. The movement comes and goes, Die kommt und geht, die Bewegung. but the space never changes. Die Weite aber ändert sich gar nicht. We just do the practice again and again, Und das praktizieren wir wieder und wieder. and then we really, oh, everything is moving. Und dann bemerkt man, oh, tatsächlich. Whether I'm walking or sleeping or talking or eating, this is movement in the space of the mind. Alles bewegt sich, egal ob ich spreche oder schlafe oder gehe oder esse. All das ist Bewegung in der Weite des Geistes. Everything is in the mind. Alles ist im Geist. So the wavering mind means the mind that moves, which is the mind that gives birth to all the phenomena of samsara and nirvana. Der sich bewegende Geist ist also wirklich der Geist, der in seiner Bewegung alle Phänomene von Samsara und Nirvana gebiert. This is inseparable from or not different from or non-dual with Mahamudra. Und das ist untrennbar von Mahamudra. Es ist nicht dual mit Mahamudra. Untrennbar. Maha means great, and here it means empty. Mudra means like a gesture or a seal or a formation. So Mahamudra means the mind as stillness and movement. Mahamudra bedeutet, Maha bedeutet groß oder hier in diesem Zusammenhang leer. Und Mudra ist eine Bewegung, eine Geste, eine gewisse Formung, und es bedeutet die Leerheit und Bewegung des Geistes, die präsent ist gleichzeitig. So the founding Buddha of the lineages of Mahamudra is Dzogchen. Dzogchen ist der Buddha, der die Mahamudra-Linie begründet hat. And when you see the painting of Dzogchen, he has his hands crossed in front of him. Und wenn man die Bilder von ihm anschaut, sieht man, dass er die Hände vor der Brust gekreuzt hält. He's holding a vajra and a bell. Und er hält ein Vajra und eine Glocke. It means this is the inseparability of wisdom and compassion. Und das deutet die Untrennbarkeit von Weisheit und Mitgefühl an. Wisdom is the emptiness of the mind, the unchanging stillness of the mind. Weisheit ist die Leerheit und die unveränderliche Ruhe des Geistes. And compassion or method is the movement of the mind. Mitgefühl oder Methode ist die Bewegung des Geistes. If your mind didn't move, you would be useless. Wenn der Geist sich nicht bewegen würde, wäre man völlig nutzlos. If your mind is only movement, then you're truly useless. Und wenn der Geist sich nur bewegt, dann ist man auf jeden Fall nutzlos. But when you see that the movement is inseparable from the stillness, Wenn man aber erkennt, dass Bewegung und Ruhe untrennbar voneinander then sind, you can remain grounded and still in the midst of movement. kann man mitten in der Bewegung geerdet und ruhig bleiben. There's no contradiction. Das ist kein Widerspruch. But because we are used to merging into the movement, identifying with the movement, we are moved. Darum aber, dass wir uns völlig auflösen in der Bewegung, oder besser gesagt eintauchen in diese Bewegung, darum sind wir auch bewegt. We are displaced, dislocated. Wir kommen aus unserem Zentrum raus. Wir sind dezentriert. And so we get confusion. Und so entsteht Verwirrung. But if you are grounded and spacious, you're always where you are. Wenn man geerdet und weit ist, ist man ja immer da, wo man ist. Because where you are is inseparable from space. Weil das, wo man ist, untrennbar ist von der Weite. And we are very fortunate that there are some cultures like the Japanese which still carry the flavor of Buddhism. Wir haben so viel Glück, dass es heutzutage immer noch Kulturen gibt, die eben diesen Geschmack von Buddhismus noch in sich tragen, wie Japan. So if you watch the movies of Kurosawa, you can really see the depiction of stillness and movement. Wenn man also solche Filme von Kurosawa sich zum Beispiel anguckt, kann man wirklich die Verbildlichung von Bewegung und Ruhe sehen.
These films are exquisitely choreographed. Die sind ganz exquisit choreografiert. And he shows very precisely that if a movement arises from a position, Er zeigt ganz präzise, was passiert, wenn eine Bewegung aus einer Position heraus beginnt, it is limited. dass sie dann eingeschränkt ist. And when it's limited, it's knowable. It's no. Wenn sie eingeschränkt ist, ist sie auch erkennbar. And when it's knowable, it's dangerous. Und wenn sie erkennbar ist, dann wird es gefährlich. So when you see in the early scene in the movie, this professional samurai comes to a village. In einer frühen Szene so eines Films kommt ein professioneller Samurai in ein Dorf. And the local big boy wants to try his luck. Und der örtliche große Junge möchte sein Glück testen. And he approaches the samurai. Und I am the man. kommt auf den Samurai zu und sagt, ich bin der Mann. The samurai says, it's a nice day. Und der Samurai sagt, was für ein schöner Tag. No, I am the man. Nein, ich bin der Mann. Come on. Komm doch. So at first they fight with sticks. Zunächst kämpfen sie mit Stöcken. The sticks come together. And the samurai bows. Die Stöcke knallen aufeinander und der Samurai verbeugt sich. And the local big man, he says, I won. Und die lokalen Matador, der sagt, ich habe gewonnen. The samurai says, maybe not. Und der Samurai sagt vielleicht nicht. No, I won. Nein, ich habe gewonnen. We do swords. Jetzt machen wir es mit Schwertern. Samurai says, if you want. Und der Samurai sagt, wenn du möchtest. Samurai is very peaceful. Der ist sehr friedfertig. He's just standing. Steht einfach nur und der andere hält sein Schwert. And then as soon as he goes to move, the samurai kills him. Und sobald er anfängt sich zu bewegen, wird er getötet von dem Samurai. Because the samurai is very peaceful. Weil der Samurai ja vollkommen in Ruhe And ist. because he's peaceful, the local man doesn't know what the samurai is going to do. Weil er so ruhig ist, weiß dieser Lokalmatador gar nicht, was der Samurai jetzt tun wird. But the local man has taken up a position. Aber dieser Lokalheld hat eine Haltung eingenommen. It's as if you're playing poker and you keep all your cards on the table with the face up. Das ist so, als würde man pokern mit einem aufgedeckten Blatt. So, activity arising from a position is always vulnerable to conflict. Aktivität, also die aus einer Haltung heraus entsteht, ist immer etwas Verletzliches und führt zu Konflikten. Movement arising from space has freedom, and so it can rebalance itself at any point in the process. Und das bedeutet, dass Bewegung, die aus der Weite heraus entsteht, frei ist, weil sie zu jedem Zeitpunkt sich wieder neu balancieren kann. Because it's not predetermined, it's not overdetermined. Denn sie ist nicht vorherbestimmt und sie ist auch nicht überfrachtet mit einer Vorherbestimmung. So this is the meaning of Mahamudra. Und das bedeutet Mahamudra, That the Buddha acts according to need. dass Buddha sich gemäß der Notwendigkeiten verhält. Buddha is responsive. Er ist in Kontakt, in Beziehung. The Buddha doesn't come with an agenda or a game plan. Er hat keinen Plan irgendwie für dieses Spiel oder einen Gewinnplan. The Buddha doesn't need a map Und er braucht auch keine Karte, because he sees. weil er sieht. And if you see, what you see is what there is. Und wenn du dann sehen kannst, dann siehst du das, was da ist. A map cannot tell you what you see. Eine Landkarte kann uns das niemals nahebringen. Concepts conceal even as they seem to reveal. Konzepte verbergen Dinge sogar dann, wenn sie etwas zu offenbaren scheinen. So the practice is trusting openness, trusting the freshness, and trusting your intuitive response. Die Praxis besteht also darin, der Offenheit, der Frische und unserer intuitiven Fähigkeit teilzunehmen, zu vertrauen. Then you don't need to have anxious arousal. Dann braucht man keine ängstliche Erregung. You go into a meeting at work, Wenn man zum Beispiel auf der Arbeit ein Treffen hat you know that some of your colleagues are very competitive. und weiß, dass einige von den Kollegen sehr wettbewerbsorientiert They're sind going to attack you. und uns angreifen werden. Be invisible. Sei unsichtbar. You have your document.
Man hat sein Dokument. You have two choices. Man hat zwei Möglichkeiten. You can pin your document onto your chest. Man kann sich das entweder an die Brust heften. You can have it here. Oder man kann es dann neben sich halten. So if they attack the document, you say, interesting opinion. Wenn Sie dann das Dokument nehmen, was wir hier halt angreifen, kann man sagen, interessante Einstellung. But if it's pinned onto you, it feels very different. Es fühlt sich aber ganz anders an, wenn wir uns das an die Brust geheftet Then haben. you close down, you collapse a little bit, you get hot and angry, you get confused, you can't think. Dann verschließt man sich, man sackt etwas in sich zusammen, vielleicht wird einem heiß, man wird wütend, man fühlt sich verwirrt. So if you just start to observe yourself, you see how you imprison yourself by not trusting yourself. Wenn man wirklich beginnt, sich selbst zu betrachten, erkennt man, wie sehr man sich einsperrt dadurch, dass man sich nicht vertraut. The best protection is connection, Der beste Schutz ist Verbindung. participation in the non-dual field of emergence. In diesem nicht-dualen Feld, in dem alles in Erscheinung tritt, teilzuhaben, Teilhaber zu sein. So it says, in the state of great satisfaction, all dualistic characteristics are self-liberated. Hier sagt er, im Zustand der großen Zufriedenheit befreien sich alle dualistischen Merkmale von selbst. Well, again, in this very beautiful film, The Seven Samurai, once the samurai has killed the man, In diesem tollen Film, die 7 Samurais, ist es so, dass sobald der Samurai diesen Mann getötet hat, he cleans his blade, puts it in the scabbard and walks away. reinigt er seine Klinge, tut sie zurück in den Schrank und geht. He's not like a crazy football player. Yeah! Es bedarf keiner Übersetzung. I did it! Mama, look at me! Mama, ich hab's geschafft! He's finished. Sondern es ist vorbei. The action is completed. Die Handlung ist vollzogen, Next moment, dann kommt der nächste Moment. there is no carryover. Nichts wird mitgeschleppt. It's fresh. Es ist einfach frisch. This is our choice. Und wir haben die Wahl. So when you find yourself thinking about an event, maybe a quarrel in a relationship or a conflict at work or difficulties with your children at school, whatever thing starts to preoccupy you, Wenn man also bemerkt, dass man beschäftigt ist mit irgendwas, was geschehen ist, einen Stress, den man gehabt hat, einen Streit, Schwierigkeiten mit den Kindern oder bei der Arbeit, irgendwas, was uns regelrecht zu besetzen scheint. you have to think. Am I thinking my way out of the problem or am I thinking my way further into the problem? Muss man nochmal innehalten und nachschauen, denke ich mich jetzt aus dem Problem tatsächlich heraus oder denke ich mich tiefer hinein? Concepts merge with concepts. Konzepte vereinigen sich mit Konzepten. If you just release onto the out breath and you go in the park and you watch the wind blowing the leaves this way and that, Wenn man einfach sich befreit in das Ausatmen hinein, stattdessen einen Spaziergang im Park macht, dem Wind zuschaut und den Blättern, then you have some freshness. dann gibt es Frische. Then you can look at the issue Und dann kann man das Thema betrachten, because you can see it now with fresh eyes. weil man es mit einem frischen Blick betrachten The kann. more identification, the less clarity. Je identifizierter, desto weniger Klarheit. But often in couples, you get this horror story of, why don't you listen to me? Why don't you take me seriously? Bei Paaren stellt sich unheimlich oft diese Horrorgeschichte ein. Warum hörst du mir nie zu? Warum interessierst du dich nicht für mich? This is your partner inviting you to have more warfare. Oder besser gesagt, warum nimmst du mich nicht ernst? Und das lädt unseren Partner oder Partnerin dazu ein, jetzt noch mehr in den Krieg zu ziehen. And this is the problem of samsara. Das ist das Problem Samsaras. We want people to take us seriously, Wir möchten gerne, dass Leute uns ernst nehmen. but seriousness is stupidity. Ernstheit ist aber Dummheit. Because the Buddha said many, many times, nothing is real. Der Buddha hat so oft gesagt, nichts ist wirklich. Everything is illusion. Alles ist Illusion.
But why don't you take me seriously? Aber warum nimmst du denn mich nicht ernst? I thought you loved me. Ich dachte, du liebst mich. You don't seem concerned about me. Es scheint dich überhaupt nicht zu kümmern, was mit mir ist. So what are we asking from the other person? Was verlangen wir von dem anderen? Make me feel real. Mach du, dass ich mich wirklich fühle. When I feel that you love me, I feel more like myself. Wenn ich spüre, dass du mich liebst, dann fühle ich mich mehr wie ich. And as a Buddhist, it's very important for me to feel that I am truly real. Und als Buddhist ist es für mich sehr wichtig, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin ganz real. This doesn't mean you have to go and live in a cave, Das bedeutet ja nicht, dass man irgendwo in einer Höhle wohnen muss. but you have to see that like two big trees in the forest falling together. Man muss sehen, wie es ist, wenn zwei Bäume im Wald aufeinander fallen. There are now two off-balance people supporting each other. Das sind jetzt zwei Leute völlig dezentriert, die versuchen, einander zu stützen. Now, the positive reading is we support each other from falling down. Die positive Interpretation ist, wir unterstützen uns darin, nicht zu stürzen. The not so happy reading is we are supporting each other in being off-balance forever. Die nicht so witzige Interpretation ist, dass wir uns darin unterstützen, für immer und nicht zentriert zu sein. So, if you want to work together with people, you have to keep letting things dissolve. Wenn man mit Leuten arbeiten möchte, muss man gestatten, dass Sachen sich auflösen dürfen. Everything dissolves. Alles löst sich auf. The Buddha said very clearly, suffering comes from attachment. Buddha hat so deutlich gesagt, Leiden entsteht aus Anhaftung. Attachment is the ignoring of the fact of self-liberation. Anhaftung ist der Ausdruck der Ignoranz von Selbstbefreiung. It is resistance to the fact of impermanence. Und es ist ein Ausdruck des Widerstands gegen Vergänglichkeit. So if you feel that your partner doesn't love you as much as they used to, Wenn man das Gefühl also hat, dass unsere Partnerin oder Partner uns nicht mehr so liebt wie früher, you should thank them for fulfilling the Buddha's teaching on impermanence. müsste man dieser Person dankbar sein, dass sie die Lehren des Buddhas an Vergänglichkeit ausführt. If you continue to love me with such intensity, this would be confirming delusion. Würdest du mich weiterhin so lieben mit der gleichen Intensität wie jetzt, dann würde das für mich nur meine Täuschung stärken. But the fact that you find me boring, this is enlightenment itself. Die Tatsache, dass du mich langweilig findest, ist Erleuchtung selbst. Because now we awake from the folie à deux. I don't know what folie à deux is. Means two people getting mad together, lost together. Lost together, okay. Folie à deux. Folie à deux? Ah oui! Ja, das rettet zwei Menschen, zu zweit verrückt zu sein. So, what he's saying is very deep, but it's not abstract theory. It's something you can massage into your daily life. Was er hier sagt, das ist wirklich sehr tiefgreifend, aber das ist keine abstrakte Theorie, sondern etwas, was man in unserem eigenen Leben spüren kann. Looking to the other for satisfaction is not helpful. Um sich zufrieden zu fühlen, zu erwarten, dass der andere das für einen tut, das hilft nicht. Looking to yourself for satisfaction is not helpful. Bei sich selbst nach Befriedigung zu suchen, ist auch nicht hilfreich. So he says the great satisfaction, which means being at ease in a dharma dhatu, your own awareness settled into space. Er redet hier über die große Zufriedenheit, locker zu sein im Dharma Dhatu, gesettelt in dieser Weite. He says in this, all dualistic manifestations or characteristics are self-liberated. In dieser Weite sind alle dualistischen Charakteristika, lösen sich selber auf oder befreien sich selbst, besser gesagt. What appears as other, as object, arises and passes. Was sich für uns als anderes oder Objekt darstellt, tritt in Erscheinung und vergeht. What appears as subject, as self, arises and passes. Was sich als Subjekt präsentiert, entsteht und vergeht. This is the middle way. Das ist der mittlere Weg. So, of
course, we continue to walk and talk and relate to people. Natürlich gehen wir weiter und sprechen weiter und setzen uns mit Menschen in Beziehung. But the ground of this arising is the openness of the mind. Aber der Boden dafür, dass das entsteht, ist die Weite, die Offenheit des Geistes. Walking is movement, activity. Talking is movement, activity. Eating is movement, activity. Gehen und sprechen und essen ist Bewegung und Aktivität. Movement means energy. Und Bewegung bedeutet Energie. This is the arising and passing of the waves of the energy of the mind. Das ist das Entstehen und Vergehen der Wellen der Energie des Geistes. The energy is moving through the sky of the mind. Die Energie bewegt sich durch den Himmel des Geistes. It's not an either-or choice. Da gibt es keine Wahl, entweder oder. So, in this open spaciousness, you find yourself talking and walking. Und in dieser offenen Weite merkt man, dass man spricht, dass man sich bewegt. Who is walking and talking? Wer geht, wer spricht? I am. Ich. Who am I? Wer bin ich? Like the sky. Wie der Himmel. So, there you have the non-duality between infinite openness and ceaseless movement. Hier hat man die Nicht-Dualität zwischen unendlicher Offenheit und unaufhörlicher Bewegung. And this is the goal of the practice. Und das ist das Ziel der Praxis. So when you have habit formation or karmic vision or neurosis, Wenn man also gewohnheitsmäßige Gefüge, karmische Sichtweisen, Neurose hat, you have fixed patterns which seem to repeat. hat man fixierte Muster, die sich zu wiederholen scheinen. Because the maintenance of the ego structure is a process of repetition compulsion. Denn durch diese zwanghafte Wiederholung erhält das Ego seine eigene Struktur. All the patterns of the world are vibratory. Alle Muster der Welt sind in Schwingung. It's only at a particular level that they appear to be stable, but they're underpinned by vibration. Nur auf einer bestimmten Stufe erscheint es so, als wären sie fest, aber tatsächlich sind sie ständig in Bewegung. And so, seeing the dynamic nature of our manifesting Diese dynamische Natur unserer Manifestationsweise zu erkennen, we allow movement to be movement. führt dazu, dass wir Bewegung einfach Bewegung sein lassen. If it's movement, why would you want it to be still? Wenn es doch Bewegung ist, warum wollten wir, dass es still ist, ruhig ist? It's not still. Es ist nicht unbewegt. We don't exist as a thing. Wir existieren nicht als Ding. We are not things. Wir sind keine Dinge. We don't have a stable substance. Wir haben keine stabile Substanz. Our body is dynamic. Unser Körper ist dynamisch. The blood is flowing, the breath is going in and out, the pores are in conversation with the atmosphere around them. Das Blut fließt, der Atem geht ein und aus und die Poren sind in ständiger Zwiesprache mit dem, wofür sie sich öffnen und was hineingeht. The marrow in the bones is busy by day and night. Das Knochenmark ist Tag und Nacht beschäftigt. The body is very, very busy because it's nothing but activity. Der Körper ist so geschäftig, weil er nur Aktivität ist. When these activities are harmonious, it generates what we call health. When they are inharmonious, it generates what we call sickness. Sind diese Aktivitäten harmonisch, entsteht das, was wir Gesundheit nennen. Sind sie inharmonisch, entsteht das, was wir Krankheit nennen. We say, oh, my body is process. Mein Körper ist Prozess. It's pretty obvious that our speech is process. Und es ist sehr offensichtlich, dass unsere Sprache Prozess ist. And as soon as we sit in meditation, we find our mind is nothing but movement. Und sobald wir uns zur Meditation hinsetzen, bemerken wir, dass auch unser Geist nichts weiter ist als Bewegung. So, let movement move. Also lassen wir die Bewegung sich bewegen. If you want stillness, rest in the unborn, unchanging mind itself. Wenn man Unbewegtheit wünscht, dann muss man in der ungeborenen Weite des unveränderbaren Geistes weilen. But if you try to make movement still, then you will have endless headache. Wenn man aber versucht, Bewegung zum Stoppen zu bringen, das verursacht Kopfschmerzen. So he says, by opening to and resting in this state of great satisfaction of emptiness,
So sagt er also, dadurch, dass man sich dieser großen Zufriedenheit öffnet und in ihr verweilt, all dualistic characteristics are self-liberating. sich dadurch alle dualistischen Eigenschaften selbst befreien. Means all the ways within which or by which you try to stabilize movement, all of that you realize is movement acting on movement. Alles also, was wir versuchen zu unternehmen, um Bewegung zu stabilisieren, zu fixieren, weil wir erkennen, dass alles, was wir dazu unternehmen, Bewegung zum Stoppen zu bringen, ebenfalls Bewegung ist. Das heißt, wir gehen mit Bewegung gegen Bewegung vor. So then you can trust that movement is always dissolving into space. So kann man dem trauen, dass Bewegung sich immer in die Weite auflöst. This is ceaselessly occurring. Und das ist unausgesetzt, spielt sich das ab. It's not so serious. Das ist nicht so ernst. Good times arise, then bad times arise. Angenehme Zeiten kommen vor, unangenehme Zeiten kommen vor. We are lucky people living in wealthy countries without war. Und wir haben großes Glück, dass wir in reichen Ländern ohne Kriege leben. War is not far away. Krieg ist nicht weit weg. There's ongoing fighting in the Ukraine, which is not so far away. In der Ukraine wird immer gekämpft, das ist nicht weit weg. People are dying not so far from where we are. Von da, wo wir sind, nicht weit entfernt, sterben Menschen. If we fall asleep in bourgeois complacency, this is unhelpful. Wenn wir uns dann in bürgerliche Selbstzufriedenheit absacken lassen, ist das nicht hilfreich. But if we really allow ourselves to see how we are movement in space. Wenn wir uns aber gestatten, uns als das zu sehen, was wir wirklich sind, erkennen wir, dass wir Bewegung in der Weite sind. Okay, if we take a 20-minute break. Wir machen 20 Minuten Pause.